Hallo und herzlich willkommen hier zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Es geht weiter. Und wie auch in jeder Folge wieder, ne, sind wir schon wieder in einem neuen Fall jetzt hier. Und jo, der letzte Fall, der ging ja sehr lange eigentlich auch. Wir hatten ja am Anfang nicht viel zu tun. Und ja, jetzt haben wir es schon wieder mit einem neuen Mordfall zu tun, sogar mit einem Doppelmordfall. Und wir wissen aber noch nicht so ganz genau. Wir gehen jetzt erstmal an den Tatort. Wir haben jetzt erstmal einen Tatverdächtigen hier vernommen. Ja, von unseren Straßenbanden-Jungs, die wir immer anheuern, um Hilfe zu bekommen. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen zu Half Moon Street an den Tatort. Warte mal, zuerst gucken wir die Profilstudie an. Layden Chapman ist der ältere Bruder von Wiggins und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er wuchs auf der Straße auf und hitzköpfig wie er war, wanderte er für eine kriminelle Tat ins Westgate-Gefängnis. Im Moment lebt er nicht mehr auf der Straße und arbeitet vermutlich als Angestellter in einem Londoner Büro. Okay. Ja, also es gibt noch zwei Männer, die wir finden müssen dann auch. Ja, schon mal am Weg hier, ne? So, Karte. Half Moon Street. So. Da wollen wir uns doch mal ein Bild von dem Ganzen machen, ob der junge Mann tatsächlich böse war oder einfach nur ein Opfer war zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Ich meine, wie gesagt, weil er die Pistole halt dann auch genommen hat, die hätte ich nie in die Hand genommen. Es ist einfach, naja, gut. Fortfahren. So, okay, niemand spricht, alles klar. Ah, da kennen wir wieder die üblichen alten Männer hier rumliegen, ne, in der Gosse. So, na du Pferd. Gut, können wir den ansprechen? Nee, da kommen wir sofort auf die Karte, alles klar. Gut, hier geht's in die Gasse. Also hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Ja, rauchen es schön weiter hier. Übrigens, Rauchen ist ungesund. Was haben wir denn da? Keine Ahnung, was da steht. Ich kann das nicht übersetzen. So gut in Englisch bin ich auch wieder nicht. Delete, Zirkus. Was? Zirkus? Hier ist ein Zirkus. Nee. Okay. So. Okay, hier ist es sehr dunkel. Also ich kann euch beruhigen, ich sehe auch nicht viel wie ihr. Hm. Ja, dunkle Gassen, ne? Warum ist es jetzt auch gerade dunkel, ne? Und übrigens wieder Whitechapel, ist wieder so ein, ja, so ein Slum-Ort hier, ne? Was? Konnte ich gar nicht anklicken. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Good evening, Constable. Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. Mhm. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Hm. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Ja, eben. So, das oder die Opfer. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Hm. Ja, und welche Zeugen haben wir denn hier? You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Okay. Ja, und die Zeugenaussagen, können wir die mal hören? So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street.
Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. Okay. Ja, wegen den Schüssen. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Feuerwerk? What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Okay, ja, der Königin ihr Geburtstag, aha. Half Moon Street Details. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Ja, und Mr. Turners Fenster. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Dann hat vielleicht auch keiner Your rausgeguckt. statements have been of great value to me. So, okay, alles klar. Ja, und jetzt sind wir ja, jetzt dürfen wir eigentlich auch hier gucken, ne? So, jetzt müssen wir aber trotzdem hier. Da war ja noch, ja, da. Wir haben 2 Opfer. Hier ist ein Stab. Das sieht aus wie so ein Haken hier, wo man irgendwas mit, ja, keine Ahnung, was machen kann hier. A fairly long pole with a forked end. Ja, man kann doch so einige Sachen machen. Okay, das wird ein Gegenstand von Interesse hier. Im Moment können wir damit nichts anfangen. Die Schaufel ist uninteressant. So, Brian Vercotti. Untersuchen. Ist das der Juwelier? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Hand. Da hat er... Ah ja, der war auch in dem Gefängnis. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Also jeder würde... Brian Vercotti and Leighton Chapman both have identical Westgate Prison tattoos. They were most likely acquainted. Möglich. Ja, aber trotzdem, es ist ja egal. Deswegen muss er den hier nicht umgebracht haben, ne? Aber jetzt wollte ich nur kurz sagen, jeder, der im Gefängnis war, kriegt anscheinend so eine Tätowierung. Das ist natürlich, dass man ja gar nicht gebrandmarkt im Prinzip. So, die andere Hand. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Hat ja auch Chapman gesagt, ne? Die Wunde. The bullet penetrated his stomach. A dreadful wound. Ja, da kannst leider nicht viel machen. Da verblutest einfach dann halt so langsam, ne? Das ist das Problem an solchen Bauchwunden. Kopf. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Gut, das haben wir schon mal hier den untersucht. Er war das mit dem Bauchschuss und der andere einen Kopfschuss bekommen. So. Kenneth Butler. Dann war der Juwelier. Der hat einen Kopfschuss erhalten. Mal hier gucken. Kopf. Ja, schöner Kopfschuss hier, ne? The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Ja, der war sofort eben kaputt. Tasche. Ein Schlüssel, wo der wohl dazu passt. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Naja, der Bart hatte so Einkerbungen drin, okay. So, wir können hier noch was mit Tee an dem Körper machen. Was wir hier wohl machen können. Straßenpflaster, feststeckender Gegenstand, Holzstück. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Und was das zu sagen hat? Das ist ein Teil von dem Stock, oder? Drehen. This shard of wood is quite new. Okay. Aber was hat es uns zu sagen? Okay, da sind wir auch damit fertig. Wir können schon gleich was deduktieren. Geht ja schon mal gut los. So, Leadens Revolver und Leadens Aussage. Keine Beute, 2 Opfer. Können wir die Opfer mit dem Revolver zusammenfassen? Können wir, ja.
Doppelmord. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Ja gut, da gibt es nicht lang viel zu rütteln dran. Da gibt es keine 2 Optionen. Kann man noch nicht viel sagen drüber, ne? So, Lidens Aussage und 2 Opfer. Geht nicht. Der Revolver. Geht auch nicht. Beute auch nicht. Fenster auch nicht. Okay. So, 2 Opfer. Und der Revolver geht nicht. Das Fenster geht nicht. Keine Beute geht nicht, ja. So, keine Beute. Dunkles Fenster. Lidens Revolver. Das sind jetzt viele Sachen, wo wir noch gar nicht zusammen deduktieren können. Okay. 2 Opfer, ja, können wir dann auch nicht zusammen. Ja, gut, da müssen wir noch einiges suchen hier. Bisher haben wir nur Doppelmord. Ja, das ist schon mal Fakt. Mit dir können wir nicht nochmal reden. It would be my Ja, ja. Kann ich uns helfen? Ja, ist das der, wo hier vom Fenster geguckt hat? Oder was ist das? Wiggins. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he alright? Sagt man nichts dazu, ne? Ryan Turner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things. Things about this evening. Excellent. Might we hear your story? So, erstmal wie immer. Profilstudie, ne? So, alter Mann oder wie? Keine Ahnung. Am Kopf gibt's nichts zu sehen. Was ist da am Hemd? Braucht Stütze, schwaches Bein, hinkt. Okay. Wegen lehnt das so im Rahmen. Was haben wir hier? Da fehlt Knopf oder wie? Fehlende Knöpfe, armes Leben. Was hat er hier für eine Marke? Ein Orden. Balaka Krimkrieg. Kriegsveteran. Ah ja. Deswegen hat er wahrscheinlich ein schlechtes Fuß hier. Aussage. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Okay, er hat die Schüsse gehört, obwohl der Polizist sagt, wegen Feuerwerk hat er die Schüsse nicht gehört. Das ist ja schon mal merkwürdig, ne? Sonst noch jemand? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Okay. Und waren es wirklich 2 einzelne Schüsse? Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It Okay. seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Normal hören sich die Schüsse immer gleich an und nicht einer lauter. Das geht ja gar nicht, oder? Höchstens wären schlechte Patronen oder was? Nach der Flucht. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with the gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Okay. Dann können wir das auch deduktieren. Mr. Turners Aussage, dunkles Fenster. Was können wir damit sagen? Ja, weil das Fenster war dunkel und er hat gesagt, er hat die Lampe genommen. Mr. Turner hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Marrows Aussage, der niemanden am Fenster gesehen hat. Okay.
Ja, auch war halt merkwürdig, dass er die Schüsse gehört hat, ne? Unterschiedliche Schüsse. Mit dem Revolver, oh, da können wir uns wieder entscheiden. Gleichzeitige Schüsse. Mr. Turner konnte den Unterschied zwischen den zwei Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefordert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleiche Schüsse. Dann müsste der eine Mann auch geschossen haben. Schussposition. Mr. Turner konnte den Unterschied zwischen 2 Schüssen hören, weil diese an verschiedenen Punkten der Half Moon Street abgegeben wurden. Das kann natürlich auch sein, aber dann hätte ja Chapman nicht ganz die Wahrheit erzählt. Er hat ja nicht gesagt, dass er geschossen hätte. Also mit 3 Schüssen. Ich könnte sagen, das war die Schussposition. Ich kann mich da noch nicht ganz festlegen. Im Moment sind da noch zu wenig Hinweise, ne? So, na gut, der Rest kann man wieder nicht zusammenfügen, ne? Das hatten wir ja alles schon angeklickt hier. Ja, gut. Ja, geht natürlich erstmal wieder so los, dass wir noch nicht so viele Antworten bekommen. Okay, warum ist jetzt immer noch B? Kann doch hier nichts mehr zusammen dingsen hier. Ja gut, das gäbe man als mal gegeben. Ja, dann müssen wir doch noch einmal den Constable dazu befragen, oder? It would be my pleasure. Ja. So, erfragen. Okay, das ist mal bei ihm. Und das ist mal auch. Mr. Holmes, Ja, bla bla bla. Können wir sonst noch was? Ja, eigentlich nicht, ne? Ach, mit ihr können wir noch reden. Mit der Polly Powell, Blumenverkäuferin. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Naja, wäre nett, wenn wir auch die Aussage hätten, ne? Ihre Aussage. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Ja, sonst noch irgendjemand gesehen? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Okay. Und hast du die Schüsse gehört? Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Okay. My thanks to you, Mrs. Powell. Also wir haben ja schon widersprüchliche Sachen, nämlich der eine hat ja angegeben, er hätte sie gehört, der komische Typ da in dem Haus. Und der Constable hat auch gesagt, er hat sie eigentlich wegen Feuerwerk nicht gehört. So, übereinstimmende Aussagen. Mit was können wir das zusammennehmen? Mit gar nichts. Leitens Aussage. Okay. Fantasiemann, die Person, die Leighton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt seiner eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Ja, oder weiß ich noch nicht, ob das... Ah, das wäre halt wirklich dann... Oh Mann, nee. Mehr können wir da ja nicht.
So, okay, das können wir ja doch. Das passt ja mit dem Polizist zusammen. Erdrückende Beweislast. Die Zeugenaussagen und die Tatwaffe deuten da klar auf einen möglichen Täter hin, leiden Chapman. Ja, momentan entwickelt sich das ein bisschen schlecht für ihn, ne? So, das können wir noch nicht einkassieren. Und da müssen wir noch was machen. Reden Sie mit Mr. Turner und prüfen Sie auch die Sicht aus seinem Fenster. Ah ja, okay. Das können wir natürlich noch machen. Jetzt gucke ich erstmal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ne, wir kommen hier sofort auf die Karte. Moment, Spiegel. Ah ja. This mirror is turned towards Half Moon Street. Moment, da könnte doch vielleicht die Frau auch was gesehen haben noch, oder? Im Spiegel, wenn der Spiegel die ganze Zeit hier stand. So, hier wird man wahrscheinlich auch nicht weit kommen. Ja. Locked. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Naja, gut. Was soll man auch da drin? Locked. Locked. Ja, man prüft halt mal alles, was so geht, ne? Ja, wir fragen die noch mal kurz, ob die noch was zu sagen hat. I suppose that I shall have to move my stool now. I suppose. Okay. Ja, gut, wegen dem Spiel konnten wir jetzt nichts fragen, ja, weil da hätte sie ja da vielleicht Einblick in die Straße schon gehabt. So, und jetzt nochmal zu dir. Wir haben da widersprüchliche Aussagen. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Stopp. So, was haben wir? Westgate-Insassen, Türschlüssel, Holzstück. Turners Aussage, Turners Hinken. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich hätte jetzt eigentlich was anderes vermutet. Machen wir das hier. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Okay, jetzt sehen wir auch, dass er hinkt. Mr. Turner appears to live very modestly. Ja, wir untersuchen mal so ein bisschen sein Zimmer hier. Feuerstelle. Feuer? This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Ja, was hat es zu bedeuten? Wir können hier Tee machen. Feuer. Asche. Verbrannte Seiten. Okay. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Aber es gibt eine Möglichkeit, glaube ich, die Seiten sichtbar zu machen, oder? These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Ah, nee, doch nicht, ja. Aber, naja. Stimmt die Uhrzeit hier kurz vor 12? Weiß ich nicht. So, was haben wir denn sonst noch? Da ist die Lampe. Ah, dann Gehstock und so weiter, aber Bücherregal. Was haben wir denn da? Gehstock. Oh. Was wollen wir suchen? This walking stick is broken. It was placed here quite recently. Oh, war er am Tatort? Weil, naja, dann würde ja seine Aussage totaler Mumpitz sein, ne? Und das Holzstück, das passt perfekt hier an den Stock, ne? A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He
He did not mention that he was so near to the victims. Hm. The Bücher. books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Mhm. Da liegt ein Nudelholz. So. Ja, da haben wir nämlich hier die Seiten gefunden. Die hat er wahrscheinlich gesucht und wollte die dann wegwerfen. Okay. Da ist sein Bett. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Mhm. Und da musste hier eigentlich raus und dann davor ans Fenster, ne? Also so schnell kann er wegen seinem Hinken auch nicht gewesen sein. Weil das Fenster war es nicht. Eindeutig nicht. Küchentisch. Ah, ist ein Messer. Naja, gut. This kitchen knife is quite sharp. Ja, und? Wozu ist es gut? Ja, wir können hier wieder was mit Tee machen. Küchentisch. Gebrauchsspuren. Zerschnittenes Papier. There are Untersuchen. pieces of shredded paper scattered over the table. Die habe ich gar This nicht kitchen gesehen. knife was used to cut the paper. Okay, jetzt sehe ich sie natürlich. Okay, was hat es zu bedeuten? Vielleicht hat es auch gar nichts zu bedeuten, wissen wir noch nicht so genau. So, dann gucken wir uns mal das Fenster an. Öffnen. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Gut, dann gucken wir hier mal The hin. dead body of Kenneth Butler. Und hier. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Okay, wir können mit F wieder was rekonstruieren. Legen Sie auf Basis der Informationen, die Sie gesammelt haben, den korrekten Ablauf der Ereignisse fest. Warte mal. Nimmt etwas. Bricht den Stock ab. Geht zur Leiche. Okay, warte. Zuerst geht zur Leiche. Nimmt etwas. Halt. Wie teile ich Ihnen das ein? Geht zur Leiche. Ich kann hier keine 2 reinmachen. Was soll der Dreck? Zum Aktivieren. Das ist ja totaler Mumpitz hier. Das funktioniert wieder nicht so geil. Nimmt etwas, bricht den Stock ab. Geht zur Leiche. Hat man Sequenz zurücksetzen, Sequenz ansehen, deaktivieren. Ah, das ärgert mich jetzt, dass das nicht gescheit geht. No, it didn't happen this way. Ja, aber irgendwie geht es nicht gescheit, irgendwie das Ganze. Also geht zur Leiche. Ne, Moment mal. Ach so, hier geht's auch noch weiter.
Oh je. Ach so. So, geht zur Leiche. Ne, Moment, geht doch nochmal hier. Geht zur Leiche. Warum kann ich hier keine Zahlen reinmachen? Das geht überhaupt nicht. Also wenn das... Ich verstehe das nicht. Also am Anfang hat es ja funktioniert, die ganze Geschichte, aber... Irgendwie... Geht zur Leiche. Nimmt etwas, bricht den Stock ab, geht zur Leiche. Sequenz zurücksetzen. Ich kann hier nichts anders einstellen. Ups, das war jetzt nicht. Und so geht zur Leiche, nimmt etwas. Ah, okay. Stopp. Ja, dann steigt aus dem Bett. Nimmt den... Steigt aus dem Bett. Nimmt den... Warum kann ich den... Ah, das ist ja total... Also gut, steigt aus dem Bett. Öffnet das Fenster, sieht nach unten, geht zur Leiche. Ah, jetzt funktioniert's. So, jetzt müssen wir hier runter. Nimmt etwas, bricht den Stock ab. Dann legt er den kaputten Stock hier ab. Dann schneidet er wahrscheinlich Papier mit dem Messer. Und dann wirft er was ins Feuer. So, aufstehen. Hat er einen Stock. Hinkt da rum ans Fenster jetzt. Macht das Fenster auf. Und guckt raus. Ja, danach geht er eben nach unten, wenn er die Leichen gesehen hat. Ja, dauert natürlich ein bisschen, bis der hier mit seinem Hinkefuß da runterkommt, ne?
Genau, jetzt zieht er sich die Leiche an und bemerkt da irgendwas und nimmt da was mit. Und da bleibt er mit dem Stock auch dann in der Ritze stecken. So, bricht dann den Stock da beim Gehen ab. Geht wieder zurück. Dauert ein bisschen. Warte mal, wir können auch... Ja, wir können ja vorspulen. Habe ich gerade vergessen, dass es geht. So. Jetzt stellt er den Stock hier ab. Hat da irgendwas genommen aus dem Regal. Also was gesucht und genommen. Geht an den Tisch und schnippelt da dran rum. Und jetzt geht er ans Feuer und wirft es da rein. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Mhm. Ja genau, was hat er gefunden? Also müsste hier ein Buch sein. Mit T. Bücher. Fertige Fingerabdrücke untersuchen Buch. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Oder hat er da einfach das Buch rausgeschnitten? Moby Dick, jawohl. Ah. What a find! A precious jewel concealed inside a book. Bloß warum hat er das sich genommen? Wiederköppe. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Okay. So. Da werden wir die natürlich dazu befragen. Ja, dann hat er den Buchblock rausgeschnitten. Ach so, und den verbrannt. Na, ich hatte was ganz anderes vermutet gehabt am Anfang, ne? So, Ryan Turner, bitte schwätzen. Weg zum Fenster. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Es ist so gelogen. Durchaus schnell laufen. Ja, wegen dem Hinken, ne? I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Also jetzt die ganze Wahrheit bitte. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Ja. Nicht wirklich. Und zwar ein Tiger-Türreif. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. Ja, hör dann nochmal. No, Ja. merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book.
Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Er hat uns einfach nur ein bisschen aufgehalten dadurch, ne? Informationen über den Armreich finden. Die Wohnung durchsuchen ist abgeschlossen. Okay. Ja, also die Informationen müssen wir noch finden. Da müssen wir jetzt im Archiv gucken. Ja, und wenn ich jetzt aber auch mal auf unsere Uhr gucke hier, dann sind wir schon wieder, bei 40 Minuten, haben 10 Minuten überzogen mal wieder, ne? Aber naja, gut, nee, nicht so ganz krass. 8 Minuten, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen würden wir jetzt auch sagen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, ne? Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Schreibt mir Kommentare, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns das nächste einfach mal wieder beim nächsten Mal. Tschüss, sagt euer